Ich bin gut aufgelegt, weil Sie soeben den richtigen Anfang der Platte gefunden haben. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Wie man im Vorspann vielleicht schon vermuten konnte, wollen wir uns heute etwas über die Technik der analogen Schallaufzeichnung und Wiedergabe unterhalten. Und im ersten Teil geht es um die Schallplatte. Vorher sollten wir erstmal klären, was Schall eigentlich ist. Unter Schall verstehen wir Schwingungen in einem Medium. Anders als elektromagnetische Wellen kann sich Schall also nicht im Vakuum ausbreiten. Denn dort, wo keine Teilchen sind, kann nichts schwingen. Ihr könnt mich hören, weil meine Stimmbänder die umgebenden Luftteilchen in Schwingungen versetzen. Diese Schwingungen werden von Teilchen zu Teilchen weitergegeben und pflanzen sich so fort. Am Ende wird dadurch eine Membran im Ohr, das Trommelfell, zum Schwingen gebracht. Die Nerven geben das ans Gehirn weiter und dort entsteht der Eindruck eines Tones. Da diese Schwingung ein fließender Vorgang ist, ist die Übertragung rein analog. Ich habe das ja schon in einem anderen Video gesagt, digital ist unnatürlich, die Welt ist analog. Deshalb verwundert es also nicht, dass die ersten technischen Geräte, die den Schall aufzeichnen und wiedergeben konnten, auch analog funktionierten. Und am Anfang auch rein mechanisch, denn elektrische Tonabnehmer und Verstärker gab es noch nicht. Die Geschichte beginnt eigentlich schon 1830. Der Physiker Wilhelm Weber zeichnete die Schwingungskurve einer Stimmgabel auf. Er befestigte an einer Spitze der Stimmgabel eine Schweineborste und zog sie über eine berußte Glastafel, wodurch die Schwingungskurve freigekratzt wurde. Das war sozusagen der erste Oszillograph. 10 Jahre später ersetzte Jean-Marie Duhamel die Glastafel durch einen berußten Zylinder. Und 1855 setzte Edward Leon Scott anstelle der Stimmgabel einen Schalltrichter mit einer Membran, die Sprachschwingungen aufnehmen konnte. Er nannte sein Gerät Phonautograph. Das waren wichtige Vorentwicklungen, aber sie dienten bisher nur dazu, Schallschwingungen sichtbar zu machen. Mit der ersten sprechenden Maschine ist wohl bei den meisten der Name Thomas Alva Edison verbunden. Weniger bekannt ist, dass zeitgleich auch wieder ein Franzose, nämlich Charles Cros, die gleiche Idee hatte. Er wollte die spiralförmig in einen Zylinder gezeichnete Schallrille auf galvanischem Weg mechanisch verfestigen und dann einen Metallstift in der Rille entlanglaufen lassen, welcher dann eine an ihm befestigte Membran zum Schwingen bringt und so den aufgezeichneten Schall wiedergibt. Im April 1877 reichte er die Vorschläge für sein Parlophon in einem verschlossenen Umschlag bei der Französischen Akademie der Wissenschaften ein. Er war noch weit davon entfernt, so eine Maschine auch zu bauen. Nur 3 Tage nachdem der Umschlag geöffnet wurde, stellte Edison bereits seinen ersten Phonographen der Welt vor. Edison benutzte eine mit einer Zinnfolie bespannte Walze, die sich mit einer Kurbel drehen ließ und sich gleichzeitig auch seitlich bewegte, sodass die an einer Membran befestigte Nadel eine spiralförmige Rille in der Folie hinterließ. Entsprechend der Schwingung der Membran erzeugte die Nadel mehr oder weniger große Vertiefungen in der Folie. Anschließend lässt man die Nadel noch einmal durch die Rille laufen, wobei sie genau dem eingravierten Schwingungsverlauf folgt. Und die Membran macht das wieder hörbar. Dabei musste man die Kurbel möglichst gleichmäßig und mit derselben Geschwindigkeit wie bei der Aufnahme drehen. Allerdings überstand die Zinnfolie nur etwa 5 Abspielvorgänge. Später verwendete man dann Wachswalzen, die sich nicht so schnell abnutzten und eine bessere Wiedergabequalität hatten. Man konnte sie sogar löschen und neu bespielen, indem man die Oberfläche abschliff. 2 Stenografen am obersten Gerichtshof der USA witterten ein Geschäft mit der Sprechmaschine als Diktiergerät in öffentlichen Verwaltungen. Sie zahlten die Lizenzgebühren an Edison und gründeten die Columbia Phonograph Company, der Vorläufer einer der größten Plattenfirmen Columbia Records. Enthusiastisch schickten sie einige 100 Geräte an das Weiße Haus. Die kamen aber als unzureichend kurze Zeit danach zurück. Damit standen sie kurz vor der Pleite. Die Rettung kam durch einen Jahrmarktsveranstalter. Für seine Kuriositätenschau kaufte er 50 Geräte und einige 100 Walzen.
Traurig, dass aus so einer technischen Entwicklung erstmal nur eine Jahrmarktattraktion wurde. Aber das Geschäft florierte und man ging auf die Suche nach Künstlern, Schauspielern, Sängern und Musikern, die sich auf den Walzen verewigen sollten. Ein Problem war die Vervielfältigung solcher Wachszylinder. Anfangs wurden sie 1:1 mechanisch abgetastet und mit einem zweiten Gerät neu aufgezeichnet. Der ursprünglich aus Hannover stammende Emil Berliner ging einen anderen Weg. Anstelle der Walze benutzte er zunächst eine flache Zinkscheibe, die er mit einer dünnen Wachsschicht überzog. Und er änderte noch was bei der Aufzeichnung. Anstatt die Nadel mehr oder weniger tief in das Material zu drücken, lenkte er die Nadel seitlich aus. Die sogenannte Tiefenschrift beim Phonograph hatte nämlich den Nachteil, dass die Nadel nicht beliebig tief in das Material eindringen konnte. Das begrenzte die Lautstärke der Aufzeichnung. Bei der Saitenschrift des Grammophons waren stärkere Auslenkungen möglich und damit eine höhere Dynamik. Nachdem Berliner also eine Rille in Saitenschrift in die Wachsschicht seiner Zinkplatte geritzt hatte, steckte er sie in ein Säurebad, wodurch die Rille jetzt in die Platte geätzt wurde. So entstand die erste Schallplatte, die fast beliebig oft abspielbar war. Außerdem war es viel einfacher möglich, Abgüsse von solch flachen Scheiben herzustellen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus das Vater-Mutter-Sohn-System zur Vervielfältigung von Schallplatten. Die Masterdisk wird in eine Wachsscheibe oder Lackfolie geschnitten. Damit die Oberfläche elektrisch leitfähig wird, bringt man eine hauchdünne Silberschicht von etwa 6 Nanometern auf. Anschließend wird die Oberfläche galvanisch verkupfert oder vernickelt und so mechanisch verstärkt. Es entsteht ein Negativ des Originals. Mit dieser Vatermatrize könnte man diverse Platten pressen, allerdings nur eine begrenzte Zahl, und sollte mit dem Vater etwas passieren, müsste man wieder von vorn mit der Aufnahme beginnen. Deshalb werden vom Vater auch wieder durch Galvanisieren maximal 10 positive Mutterabgüsse erzeugt. Diese werden jetzt abgehört und eventuelle Fehler werden manuell korrigiert. Jede Mutter ergibt noch einmal 10 Söhne, die jetzt als eigentliche Stempel für die Plattenproduktion eingesetzt werden. So können etwa 100.000 Platten gepresst werden, bevor eine neue Masterdisk erstellt werden muss. Berliners Grammophon hatte aber gegenüber Edisons Phonograph den Nachteil, dass es nur abspielte und keine eigenen Aufnahmen möglich waren. Jedem Grammophon lag ein Warnzettel bei. Achtung, mit 70 Umdrehungen kurbeln. Jede Umdrehung mehr oder weniger verändert die Tonart. Ohne einen verlässlichen Antrieb hatte das Grammophon wenig Chancen gegenüber der Walze. Der damals 29-jährige Mechaniker Eldridge R. Johnson, der sich von der Grammophonitis anstecken ließ, entwickelte ein Federuhrwerk, das man nur noch wie eine Taschenuhr aufziehen musste und welches den Plattenteller gleichmäßig rotieren ließ. Es gab aber noch ein weiteres Problem bei der Aufzeichnung zu lösen. Es war schwierig, die verschiedenen Interpreten und Instrumente so vor den Aufnahmeschaltrichtern zu platzieren, dass sie im richtigen Verhältnis zueinander aufgezeichnet wurden. Hier konnte eine andere Erfindung helfen, das Mikrofon. Man konnte Mikrofone so im Raum verteilen, dass ein ausgewogenes Klangbild entstand. Das Schneidgerät bei der Aufzeichnung wurde jetzt elektromechanisch bewegt. Die ersten Schallplatten von Berliner waren noch aus Hartgummi, bis er ein neues Material für sich entdeckte, eine Mischung von Schellack, Gesteinsmehl, Ruß und Fasern. Die Schellackplatte war in der Lage, Töne hervorzubringen, die bisher unhörbar waren, und sollte die nächsten 60 Jahre den Schallplattenmarkt bestimmen. Zur Verbreitung der neuen Technik war aber ein gehöriger Marketingaufwand notwendig. Besonders ein Name spielt hier eine entscheidende Rolle: Fred Geisberg. Man kann ihn mit gutem Gewissen als den ersten großen Musikproduzenten bezeichnen. Anfangs wurde so ziemlich alles aufgezeichnet, was sich vor die Aufnahmegeräte bringen ließ. Europa erwies sich zunächst als schwieriger Markt. Einzig in Russland hatte Geisberg größere Erfolge. Es galt eine Zeit lang als Dorado der Schallplattenhändler. Für den großen Durchbruch musste Geisberg aber ein geschäftliches Risiko eingehen. Nach einer Opernaufführung in der Mailänder Scala mit Enrico Caruso war er von dessen Stimme so fasziniert, dass er sie unbedingt festhalten wollte. Für 10 Lieder verlangte Caruso aber 100 Pfund in bar.
Als Geisberg diese Forderung an die Plattenfirma übermittelte, lehnte sie sofort ab. Bisher zahlte man 2 bis 3 Pfund für eine Sitzung und für bekanntere Interpreten gab es vielleicht noch ein Grammophon im Wert von 5 Pfund dazu. Geisberg setzte sich aber darüber hinweg und das zahlte sich aus. Diese 100 Pfund Investition brachte der Firma fast 15.000 Pfund Gewinn ein. Nach dem Erfolg musste man andere Stars nicht mehr lange zu Aufnahmen überreden. Wenden wir uns jetzt aber wieder mehr der Technik zu. Ein Hauptproblem war jetzt, die Spieldauer der Schallplatten zu verlängern. Anfangs brachte man auf einer 30 cm Platte nur etwas mehr als 5 Minuten unter. Wo hatte man Stellschrauben, um die Zeit zu verlängern? Auf die naheliegendste Idee kam 1904 die Firma Odeon hier aus Berlin-Weißensee, indem sie auf die Platte beidseitig eine Rille presste. Bisher waren die Platten nur auf einer Seite bespielt. Mit einem Schlag verdoppelte sich die Spielzeit, allerdings musste die Platte dazwischen einmal gewendet werden. Die nächste Idee ist, den Durchmesser der Schallplatte zu vergrößern. Man dachte an Platten mit bis zu 50 cm Durchmesser. Die setzten sich aber nicht durch, weil sie zu unhandlich, zu zerbrechlich und auch zu schwer waren. Schon eine 20 cm Shellac-Platte wiegt etwa 122 bis 123 Gramm. Da kommen bei der Plattensammlung schon einige Kilo zusammen. Eine 17 cm Vinyl-Single wiegt dagegen nur etwa 38 Gramm. Eine andere Möglichkeit wäre, die Drehzahl der Platte zu verringern. Aber auch das geht nicht einfach so. Um die schnellen Schwingungen bei hohen Frequenzen wiedergeben zu können, muss die Schwingung auf der Platte ausreichend Platz haben. Der Quasi-Standard für die Shellac-Platten lag bei 78 Umdrehungen pro Minute. Die höchsten Frequenzen, die wiedergegeben werden konnten, lagen bei etwa 6 kHz. Man vergisst auch schnell, dass die Wiedergabe am Ende immer schlechter wird, weil bei gleichbleibender Umdrehungszahl die Länge der Rille nach innen hin bei einer Umdrehung immer kürzer wird. Am äußeren Rand einer 30 cm Platte legt die Nadel bei einer Umdrehung einen Weg von etwa 94 cm zurück, während es innen nur noch rund 38 cm sind, weil der Durchmesser der Rille viel geringer ist. Eine 6000 Hertz Schwingung zieht sich am Anfang der Platte noch auf eine Länge von 0,16 mm, am Ende bleibt aber nur noch 0,06 mm Platz. Hier kommt man einfach an die Grenze dessen, was eine Shellac-Platte auflösen kann. Um eine gleichbleibende Qualität zu erreichen, müsste sich die Platte nach innen hin eigentlich immer schneller drehen. Einen echten Fortschritt brachte das von Eduard Rein entwickelte und 1942 von der Firma Teldec patentierte Füllschriftverfahren. Aus 5 Minuten wurden jetzt 7 bis 9 Minuten. Die Idee dahinter war eigentlich einfach. Bei leisen Abschnitten wird die Nadel weniger stark seitlich ausgelenkt. Dadurch konnte man dort mehr unterbringen, indem man den Abstand der Rillen verringerte. Besser gesagt den Abstand der Windungen der Rille, denn es ist ja nur eine. Bei lauteren Passagen wird der Abstand dann wieder rechtzeitig vergrößert, damit das Schneidwerkzeug bei der Aufnahme nicht in die benachbarte Rille schneidet. Es gab da allerdings ein Problem. Das Schneidgerät brauchte sowas wie hellseherische Fähigkeiten, um rechtzeitig zu reagieren. Deshalb war die Technik erst sinnvoll möglich durch die Magnettontechnik. Die Aufnahmen wurden also zunächst auf Band festgehalten und von dort überspielt. Ein zweiter Wiedergabekopf am Bandgerät hörte etwa 0,1 Sekunde vorher schon mal in die Aufnahme hinein und steuerte so den Vorschub des Schneidkopfes. Man kann einer Schallplatte schon direkt ansehen, wo leise und wo lautere Abschnitte sind. Der nächste Durchbruch kam dann mit der Verwendung von Polyvinylchlorid als Material für die Schallplatte. PVC ist eigentlich halbtransparent, die meist schwarze Farbe bekommt es durch Zusatzstoffe. Vinyl bringt, außer dass es günstiger, leichter und fast unzerbrechlich ist, noch weitere entscheidende Verbesserungen mit. Es lassen sich wesentlich feinere Strukturen abbilden. Dadurch konnte zum einen die Rillenbreite und der Rillenabstand verringert werden. Außerdem konnte man jetzt mit der Drehzahl heruntergehen. Die Oberfläche des Kunststoffes ist auch viel glatter, wodurch das Grundrauschen gegenüber der Shellac-Platte geringer ist. Die Mikrorillenplatten waren allerdings nicht mehr kompatibel mit den alten Abspielgeräten. Man brauchte viel feinere Abtastnadeln.
Vor allem 2 Plattenfirmen versuchten die neuen Standards zu setzen und ihr System auf dem Markt zu etablieren. Columbia Records lancierte ihre Langspielplatte mit 30 cm bzw. 12 Zoll Durchmesser, die mit 33,1 Umdrehungen in der Minute rotierte. Das ergab eine Spielzeit von bis zu 25 Minuten pro Seite. RCA Records setzte alternativ dazu auf die 7 Zoll Single, die sich 45 Mal in der Minute drehte. Sie hatte nur etwa 3,5 Minuten Spieldauer und ein 3,8 cm Loch in der Mitte anstelle des üblichen 7 mm Lochs. Dafür entwickelten sie ihre eigenen Abspielgeräte mit einem automatischen 10-fach Plattenwechsler. So war es möglich, bis zu 35 Minuten am Stück zu hören. Und das geschah jetzt etwas Seltenes, nämlich dass beide Formate parallel existierten. Die Gerätehersteller stellten sich darauf ein, sodass man mit dem gleichen Gerät beides abspielen konnte. Die Plattenspieler ließen die Scheiben wahlweise mit 33,1, 45 und manchmal sogar 78 Umdrehungen rotieren. Und sie hatten einen Adapter, um auch das große Mittelloch zu zentrieren. Dadurch tauchten auch immer mal wieder Mischformen auf. Hier eine 17 cm Scheibe mit 33 Umdrehungen, also sowas wie eine Mini-LP. Besonders in den 1980er Jahren verbreiteten sich die sogenannte Power- oder Maxi-Single im LP-Format, aber mit 45 Umdrehungen. Damit wollte man zum einen den Frequenzgang verbessern und durch den vergrößerten Platz konnte man stärker auslenken und die Dynamik der Aufnahmen vergrößern. Das soll auch schon mal die eine oder andere Nadel gekostet haben, die aufgrund der stärkeren mechanischen Belastung einfach mal abgebrochen ist. Für dieses Format wurden vor allem für Diskotheken spezielle Dance-Versionen populärer Songs abgemischt. Zusammen mit der Maxi-Single verschwand diese Marotte dann aber auch wieder weitestgehend. Es ist ein schönes Beispiel, wie sich Künstler und Produzenten von den Tonträgerformaten beeinflussen ließen. Es ist kein Zufall, dass ein Konzeptalbum wie Pink Floyds Dark Side of the Moon ausgerechnet rund 43 Minuten lang ist. Mit der CD passte man sich dann an die nun längere Spielzeit von 74 Minuten an. Ein Album hatte jetzt 15 oder 16 Titel. Wiederauflagen von alten Alben wurden mit mehr oder weniger hörenswertem Bonusmaterial ergänzt. Man ließ sich das aber auch bezahlen. Eine CD war im Schnitt 50% teurer als die gleiche Vinylscheibe. Bei den heutigen digitalen Datenträgern gibt es eine Spielzeiteinschränkung praktisch nicht mehr. Aber kommen wir zurück zur Schallplatte. Einen technischen Schritt haben wir noch übersprungen. 1958 kamen die ersten Stereo-Schallplatten auf den Markt. Und schon wieder brauchte man neue Nadeln und Abtaster. Wie war es jetzt möglich, 2 unabhängige Audiokanäle auf die Platte zu bringen? Die erste Idee war, einen Kanal in Seitenschrift und den anderen in Tiefenschrift aufzunehmen. Beide Verfahren unterscheiden sich aber physikalisch und wir würden uns wieder die Nachteile der Tiefenschrift einfangen. Es wäre kaum möglich, 2 wirklich identische Kanäle zu bekommen. Die Lösung? Man dreht das System um 45 Grad. So entsteht eine Mischung aus Seiten- und Tiefenschrift, die sogenannte Flankenschrift, mit 2 gleichwertigen Kanälen. Kommen wir zu ein paar praktischen Dingen, worüber früher die meisten Schallplattenamateure Bescheid wussten, heute aber das Wissen kaum noch existiert, sofern man überhaupt noch mit dem Begriff Schallplatte etwas anfangen kann. Hier ist der Vergleich zwischen der Normalrille aus der Shellac-Zeit, der Mikrorille und der Stereo-Mikrorille. Am Anfang wurden Normalrillen noch mit Stahlnadeln abgespielt, die dann, wenn man seine Schallplatte nicht beschädigen wollte, nach dem Abspielen einer Platte gewechselt werden musste. Mikrorillenabtaster hatten Saphir- oder Diamantnadeln, die wesentlich länger hielten. Aber auch der Schliff der Nadel beeinflusst die Lebensdauer von Platte und Nadel und die Qualität der Wiedergabe. Ausgeliefert werden Geräte oft mit preiswerteren, elliptischen oder sphärischen Nadeln. Die Lebensdauer liegt bei etwa 300 Stunden. Nadeln mit Mikroleinschliff sind eine fast genaue Nachbildung des Schneidstichels, mit dem die Masterdisc geschnitten wurde. Dadurch ist die Abtastung gerade bei hohen Frequenzen viel akkurater und der Frequenzgang linearer. Weil dadurch auch die Abnutzung viel gleichmäßiger erfolgt, braucht man sie erst nach ca. 1000 Stunden auszutauschen.
Allerdings kostet so ein Nadelträger auch etwa 1/3 des Gerätepreises. Dass man mit einer Stahlnadel keine Mikrorillen abtasten kann, dürfte auf der Hand liegen. Es ist aber auch keine gute Idee, mit einer normalen Mikrorillennadel eine Schellackplatte abzuspielen. Die Nadel verliert sich geradezu in der tiefen Rille und kann den seitlichen Auslenkungen nur bedingt folgen. Sie kratzt mehr oder weniger nur auf dem Boden der Rille herum. Die Wiedergabe ist darum verzerrt und Nadel und Platte können Schaden nehmen. Hierfür gibt es spezielle Abtastnadeln, die man dafür einsetzen sollte. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wär doch wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, wir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann beim Abendbrot mach ich das Abendbrot auf unserem Segelboot, für meinen Süß und für mich. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wär doch schön. So ein Plattenspieler ist nicht unbedingt ein Gerät, das man auspackt, hinstellt und los geht's. Meist muss erst noch das Abtastsystem installiert und der Tonarm ausbalanciert werden. Man sollte also ausnahmsweise mal die Bedienungsanleitung lesen und die Schritte bei der Einrichtung genau befolgen. Entscheidend für die Lebensdauer und die Qualität der Wiedergabe ist die Auflagekraft der Nadel. Die stellt man am Gegengewicht des Tonarms ein und sie liegt heute so bei 2 bis 3 Gramm. Bei zu kleiner Auflagekraft führt der zu geringe Kontakt von Nadel und Rille zu Verzerrungen und die Nadel kann aus der Rille springen und die Rillenflanken beschädigen. Bei zu großer Auflagekraft wird der Verschleiß höher und die Nadel in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, was auch wieder zu Verzerrungen führt. Danach stellt man die sogenannte Anti-Skating-Kraft ein. Je nachdem, wo die Nadel auf der Platte aufliegt, wirkt auf den Arm eine seitliche Kraft. Die meisten Plattenspieler sind so konstruiert, dass bei der Drehung der Platte der Arm nach innen gedrückt wird. Dadurch gibt es stärkere Abnutzung, Verzerrungen und eine ungleichmäßige Abtastung der Rillenflanken. Deshalb haben Geräte oft eine einstellbare Anti-Skating-Einrichtung, die diese Kraft ausgleichen soll. Wer es ganz genau nimmt, richtet dann noch das Abtastsystem mit Hilfe einer speziellen Schablone genau parallel zur Plattenrille aus. Bei richtiger Pflege von Schallplatten und Nadeln lassen sich Platten heute fast unbegrenzt abspielen. Die größten Feinde der Schallplatte sind Schmutz und Staub, der durch statische Aufladung von der Vinylplatte fast magisch angezogen wird. Außerdem setzt sich natürlich auch der Abrieb der Nadel in der Rille fest. Vor allem in den 70er Jahren waren Nassabspielgeräte beliebt. Dabei wird kurz vor dem Abtasten die Platte mit einer Flüssigkeit benetzt, die den Schmutz aufschwemmt. Allerdings verklebt und verhärtet sich der Schmutz nach dem Trocknen, wodurch sich die Platten kaum noch trocken abspielen ließen. Es sei denn, man gönnt ihnen eine gründliche Wäsche. Bei den Vorrichtungen dafür wird meist auch gleich ein Reinigungsmittel mitgeliefert, welches auch antistatische Wirkung hat, aber auch wieder Rückstände zurücklassen kann. Ansonsten verwendet man eine Mischung aus destilliertem Wasser und Isopropanol. Aber Achtung! Alkoholhaltige Reinigungsmittel niemals bei Schellackplatten einsetzen. Aber auch beim Verbinden von Abspielgerät und Verstärker muss man einiges beachten, wenn man keine bösen Überraschungen erleben will. Zur Zeit der mechanischen Aufzeichnung und Wiedergabe war die Aufnahme- und Wiedergabekennlinie quasi identisch. Das änderte sich mit der Einführung elektromagnetischer Schneidköpfe. Der Pegel des Signals ist hier vom Produkt aus Amplitude und Frequenz abhängig. Tiefe Frequenzen müssten also mit einer größeren Amplitude aufgezeichnet werden, was wieder viel Platz auf der Platte kostet. Deshalb werden bei der Aufnahme die tiefen Frequenzen abgesenkt. Auf der Wiedergabeseite musste das wieder korrigiert werden, indem man die hohen Frequenzen absenkt. Gleichzeitig wird als Nebeneffekt dabei auch hochfrequentes Rauschen vermindert.
Wie das erfolgt, hängt von der Art des Tonabnehmers im Plattenspieler ab. Günstige Geräte hatten anfangs oft Kristalltonabnehmer, die den piezoelektrischen Effekt zur Wandlung nutzten. Neben dem günstigen Preis hatten die Kristalltonabnehmer den Vorteil, dass sie eine ausreichende Signalspannung erzeugten, um sie direkt an einen handelsüblichen Verstärker anschließen zu können. Außerdem korrigierten sie praktisch automatisch die Schneidekennlinie, wodurch kein Entzerrer notwendig war. Trotzdem waren die Ergebnisse oft unbefriedigend, denn Kristallabnehmer brauchen sehr hochohmige Eingänge am Verstärker. Zur Röhrenzeit kein Problem, aber bei Verstärkern mit Bipolartransistoren waren die Eingänge eher niederohmig, es sei denn, es gab einen speziellen Phono-Eingang. Durch Fehlanpassungen klangen Kristalltonabnehmer oft etwas blechern. Hochwertige Geräte benutzten elektromagnetische Abtaster. Die gibt es in 2 Varianten. MM steht für Moving Magnet. Die Nadel bewegt einen Magneten, der in 2 feststehenden Spulen eine Spannung induziert. Bei der anderen Variante bewegen sich die Spulen neben einem festen Magneten. MC steht für Moving Coil. Beim Anschluss unterscheiden sich beide nicht voneinander. Magnetsysteme brauchen immer eine zusätzliche Verstärkung, da das Signal viel schwächer ist als beim Kristallabnehmer. Zudem geben sie die Frequenzen nicht gleichmäßig wieder. Die Höhe der Induktionsspannung hängt davon ab, wie schnell sich das Magnetfeld ändert. Dadurch werden hohe Frequenzen bevorzugt, weil sich die Nadel schneller bewegt. Zusammen mit der Schneidekennlinie ist unbedingt eine Entzerrung des Frequenzgangs notwendig. Geräte wie mein Plattenspieler haben den Entzerrvorverstärker bereits eingebaut, der aber auch abschaltbar ist. Fassen wir mal die Anschlussmöglichkeiten zusammen. Der Kristalltonabnehmer braucht keine Vorverstärkung und auch keine Entzerrung. Dafür aber einen speziellen hochohmigen Verstärkereingang oder einen vorgeschalteten Impedanzwandler. Beim Anschluss von Magnetsystemen gibt es folgende Möglichkeiten. Der Entzerrvorverstärker ist im Gerät integriert. Dann kann der Plattenspieler an jeden Verstärkereingang betrieben werden. Bei Variante 2 besitzt der Verstärker einen speziellen Phono-Eingang mit Entzerrer. Der Verstärker im Plattenspieler muss, wenn vorhanden, abgeschaltet werden. Gibt es beides nicht, dann muss man einen gesonderten Entzerrverstärker dazwischen schalten. Ich weiß, all diese Probleme hat man heute nicht mehr beim Musikstreamen. Es ist aber auch viel vom Musikerlebnis verloren gegangen. Das können allerdings nur die verstehen, die diese Zeit miterlebt haben. Das ist mir bei der Vorbereitung dieses Videos richtig bewusst geworden. Es war einfach ein besonderes Erlebnis, mal wieder eine Platte aufzulegen. Man hat auch ein haptisches und optisches Erlebnis. Wer erinnert sich noch an den Geruch, wenn man eine neue Scheibe das erste Mal aus der Hülle zieht? Manche Plattencover waren echte Kunstwerke. Nicht nur musikalisch war man damals kreativer. Es wurden in kleinen Auflagen spezielle Sammlerstücke produziert, zum Beispiel in Form von Picture-LPs. Durch den anderen Aufbau waren sie akustisch keine Highlights, aber was fürs Auge. Echte Fans hatten das Album dann immer noch einmal als normale Vinylscheibe im Schrank. Und es gab auch Kuriositäten wie abspielbare Postkarten. Die Schallplatte hat heute Kultstatus, wie die Röhrentechnik oder die Dampflok. Tatsächlich kommen zurzeit die noch vorhandenen Plattenpresswerke der Nachfrage kaum hinterher. Ich hoffe, ich konnte bei dem einen oder anderen ein paar nostalgische Gefühle erwecken und denen, die damit noch keine Berührungspunkte hatten, zeigen, wie es früher so war, also so vor 30 bis 40 Jahren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.